Ich bin Kim und mit meinem Freund Eike mache ich einen Roadtrip durch den Süden Australiens. Wir wollen dahin, wo die großen Städte aufhören und Australien so richtig anfängt. Das ist awesome. Wir surfen da, wo es von weißen Haien nur so wimmelt. Treffen Trucker auf ihren nahezu endlosen Touren und versuchen uns an einer der härtesten Wanderungen Westaustraliens. Wir beide, unsere Kamera und eine vage Vorstellung davon, was uns in den kommenden Wochen erwartet. So. Wir starten hier in Adelaide. Hier sind wir mit dem Flugzeug angekommen und jetzt ist der Plan, immer weiter die Küste lang zu fahren, hier unten lang, bis wir nach hier drüben kommen, nach Perth. Einmal hier die ganze Küste lang, bis nach Perth. Kommst du mit? Aber erstmal brauchen wir ein Auto. Was kostet der? 9.000 $. Das sind bummelig 5.000 € oder sowas. Wir haben 5.000 Kilometer vor uns. Ohne ein eigenes Auto ist die Tour nicht zu schaffen. Ich habe einfach noch nie ein Auto gekauft. Also die sehen für mich auch alle irgendwie gleich aus. Zuerst versuchen wir es über Kleinanzeigen im Internet, in der Hoffnung auf ein Schnäppchen. Was ist los? Ich krieg den Gang einfach nicht gut rein. Damit wir die Straßen auch mal verlassen können, suchen wir nach einem Geländewagen. Nach 5 Tagen landen wir bei einem Händler. We are looking for a car that we can take on a road trip from Adelaide to Perth. Yep. And we're looking for the right vehicle. Well, you come to the right place. I mean, if you Google Challenge Motor Company and read our reviews, we're, very good deals to deal with, right? So, okay, that'd be the perfect vehicle. Okay, ein Mitsubishi Pajero, über 20 Jahre alt. So you've got air conditioning, power steering, and it's got 4-high, which is 4-wheel drive. You see that? The suspension is all good, right? It's got cruise control, it's got everything. This is top of the range, okay? Also der gute Herr ist auf jeden Fall ziemlich überzeugend, würde ich sagen. Weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber das Auto gefällt mir an sich. If you're looking to travel and not spend any money, then that's the car. Great. If I keep talking, I'll buy it myself. If we would buy it, when could you get it ready? I can have it registered, you can drive it away now. Thanks. That would be good. Thank you very much. Yeah, no worries. Wir haben ein Auto gekauft. Jawohl. Bevor wir der Küste nach Westen folgen, wollen wir testen, ob unser Wagen auch Outback-tauglich ist. Unser erstes Ziel ist deshalb ein Gebirgszug nördlich von Adelaide, genannt Flinders Ranges. Ein guter Ort, um etwas über die Ursprünge Australiens herauszufinden. In dieser Gegend leben die Adnyamathanha, eine der vielen indigenen Communities. Für unseren Trip haben wir uns ein gebrauchtes Dachzelt besorgt, denn unser Auto wird in den nächsten Wochen unser Zuhause sein. Guck mal, Känguru. Draußen kochen, schlafen und hoffentlich immer wieder neue Menschen kennenlernen. Darauf freue ich mich besonders bei diesem Trip. Oh, eine Känguru. Like it's searing hot. You cook everything in the camp oven. Marita ist Australierin.
Genau wie wir ist sie hier, um mehr über die Adnyamathanha zu erfahren. Are all Australians as open about the history of the Aboriginal people as you are, or? I think anyone that's like my age or younger, pretty much. Yeah. So a lot of people take on their parents' beliefs, and it's slowly, really slowly starting to change. So I think that's why it's only really happening with the younger generation. But like in society in general, there's still a lot of like stereotypes in the heads of people, or? Yeah. Wir sind erst wenige Tage in Australien unterwegs, aber unser erster Eindruck? Die Australier und die Aboriginal People leben in zwei getrennten Welten. Deshalb ist Igawata ein ganz besonderer Ort. Terry Coulthard und seine Familie laden hier alle ein, die Kultur der Adnyamathanha kennenzulernen. Terry erzählt uns, die meisten, die hierher kommen, seien Touristen aus dem Ausland. Australier, so wie Marita, kämen eher selten. Terry lädt uns zu einer spirituellen Zeremonie im Outback ein. Es geht darum, Geist und Natur miteinander zu verbinden. Wie viele Aboriginal-Völker haben die Adnyamathanha eine enge Verbindung zur Natur. Der Boden, auf dem sie leben, ist die Grundlage ihrer Kultur. Das weiterzugeben, ist für Terry eine Lebensaufgabe. Terry, like, no offense, but I mean, you're getting a bit old these days. What happens when you are not around anymore? It's a worry. Yeah. Because if these young ones aren't going to come out and learn from me, well, this will die with me. Terry bittet mich, bestimmte Erden für ihn zu sammeln. Jede Farbe hat eine Bedeutung. Weiß steht für die Geisterwelt. When these pale-skinned people first arrived here on this planet, what do you think happened? Spirit people coming back in human form. But when they raped us and they castrated us and they massacred us, people were confused, saying, what happened? Why did our spirit people come back and do this to us? They surrendered to it, thinking the spirit people come back to punish them. Right? In a sense, this colour went against us. We were strong in our beliefs. We didn't protect ourselves initially. But, you know, we also believe sometimes us human beings do nasty things to each other. But we have to learn to, you know, we all family, we need to love and learn to forget. Right. But when I put this on you, it's going to spiritually awaken you. Right? You okay with that? Yes. And this is your spiritual connection to Mother Earth. All right. Thank you. And this is the male symbol. Diese Traditionen sind viele 10.000 Jahre alt. Älter als unsere Bibel, Stonehenge oder die Pyramiden. I really take away this message of being more connected to other people. Like, this is all what this journey also means to us. That's the reason why we travel. We want to meet people from other parts of the world, other cultures, and connect to them. Die nächsten Tage steht uns eine Hitzewelle bevor. Schon jetzt sind es über 40 Grad. Deshalb reisen wir zurück an die Küste. Wir fahren jetzt hier nördlich vom Flinders Nationalpark runter Richtung Süden bis nach Port Lincoln.
Da gibt es die größten weißen Haie in ganz Australien. Gehst du da baden? Weiß ich noch nicht. Vielleicht, wenn die anderen ins Wasser gehen. Hier wurden einige Szenen von Der weiße Hai gedreht. Haiangriffe sind zwar selten, und doch sterben jedes Jahr Menschen in Australien bei Angriffen. Trotzdem zieht es die Leute ins Wasser. Vor allem dann, wenn die Hitze im Sommer an Land unerträglich wird. We just arrived here and we heard that this is a pretty sharky area here. Yeah, that's not too bad. No sharks around here, mate. Okay. Out their way. Mate. You go out to Streaky Bay, someone died out there recently. About a week ago, Yeah, so we had the most recorded shark human deaths. Like, yeah, if you go right out that far, like that side of the coast, there's heaps of sharks, but in through here, there's not too many. Like, no one's really swimming out there, so no one's really dying, which is good. What do you think about the sharks? I think it's their home. If someone gets eaten by a shark, it's not the shark's fault. So I reckon, you know, you just gotta, it's their territory. So yeah, don't kill them, you know. Young adventurers. Fühlt sich nicht so sicher an wie die Ostsee zu Hause. Andererseits scheint hier wirklich jeder ins Wasser zu gehen. Die Haigefahr ist den Leuten bewusst. Offenbar nehmen sie die aber genauso in Kauf wie wir eine spitze Muschel am Ostseestrand. Die Jungs am Pier hatten noch einen Tipp für uns. Abends soll am Sportplatz ein Whip Cracker auftreten. Und wir so, bitte wer? What is whip cracking? I couldn't tell you, I just know it's noisy, it's loud. It's an outback Australian thing, so the cattlemen crack the whips. That would scare the cattle to get them to where they want to go. Yeah, so I think that's where it originates from. Nathan Griggs ist Weltrekordhalter in gleich mehreren Disziplinen. Let's do it. The four corner is one of the hardest tricks out there. Let's give it a go. Für einen Moment überraschen uns die Cowboy-Vibes. Aber kein Wunder, Rinder gibt's hier überall. So manche Farm in diesem Teil von Australien ist so groß wie bei uns ein ganzes Bundesland. Thank you. I'll tell you what, that round of applause tonight. Kangaroo leather is the best leather in the world. Strongest, so it makes the best whips. So whips went from like a working whip to then all of a sudden being really easier to crack, and then became a sport. It's really popular, isn't it? Yeah, well, tonight was pretty popular. It was a good turnout tonight. In Städten ist es für uns manchmal gar nicht so leicht, einen Platz für die Nacht zu finden. Oft bleiben nur teure Caravan-Parks. Aber wir haben Glück. Jemand lässt uns bei sich auf der Auffahrt übernachten. Michael Pike, kurz Pikey, hat einen kleinen Surfshop in der Stadt. We slept very long. Er baut seine eigenen Surfboards und meint, die müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Also fahren wir am nächsten Morgen an seinen Lieblingsstrand, etwa 30 Minuten entfernt.
Und wenn Aussies sagen, sie fahren ans Meer, dann meinen sie das auch so. For us, it's not very common to drive with a car on the beach. Yeah. We're lazy. We're lazy here in Oz. So, yeah, don't have to walk that far then. Easy. Erstmal kommt Wachs aufs Board. Damit soll ich im Wasser besseren Halt haben. Weiß ich jetzt auch nicht, ob mir das wirklich helfen wird. All about the party wave out here, so everyone catching a wave together and yeah, having a bit of fun. So yeah, it's all about getting in the water really. Yeah. Ich bin ein wenig aufgeregt. Dass ich nicht wirklich surfen kann, beschäftigt mich inzwischen deutlich mehr, als dass es hier potenziell Haie im Wasser gibt. Wenn leider doch mal Menschen von Haien angegriffen werden, dann sind es meistens Surfer. It's a bit scary in that aspect, but I mean that's their territory and it is what it is. We just got to be, aware of that and look out for each other and try and, still enjoy. What's on your mind when you go out for surfing? I think because I'm still not that great a surfer, I'm like constantly thinking about, right, what am I going to do next? Right, there's a wave coming. Is this the right wave? So I don't really have time to think about much else except for just enjoying it. So yeah, I can be on any wave and have fun. I especially like taking other people out there and seeing the joy on their face over everything. That's like probably the thing that makes me the happiest when you're out there. So you wouldn't have seen me when you caught the wave with me, but I was behind you just like... Wir verabschieden uns von Pikey und ziehen weiter. Eines haben wir in unserer kurzen Zeit hier schon gelernt. Das Land ist viel größer, als wir es uns vorstellen können. Und die Strecken fast endlos. An Rastplätzen begegnen wir häufig anderen Campern. Der weiße Kombi hier gehört zu einem jungen Paar aus Australien. Wir freunden uns schnell an. Charlie, how do you like camping? It's brilliant. Why would you live in a house? It's great. We haven't found a shower in about 8 days. And while the ocean's good for cleaning your body, it's not very good for washing your hair. So I'm a bit desperate at the moment. Die beiden Studenten reisen für 8 Monate durch ihre Heimat. It's pretty basic. I think we've got the worst setup I've seen of anyone on the road. Yeah. See, this is just the bed. This is the kitchen. But we always just keep everything in here, but then we always have to set up our cooking station outside. Charlie zeigt uns ihre Lieblingsorte. I can save them in your phone and then I can also point to where they are. Oh, great. Although once you get up here, Sie sind einmal die gesamte australische Küste abgefahren und haben viele Tipps für uns. So Esperance is lovely. Some of our favorite places that we stayed or visited. Am Abend reden wir viel darüber, was Deutschland von Australien unterscheidet, was uns hier überrascht und was wir vermissen. Zum Beispiel gutes Leitungswasser. Das Wasser hier in der Region ist so doll geklort, selbst der Reis schmeckt nach Schwimmbad. Wir merken, eigentlich haben wir viel gemeinsam. Dabei kommen wir wortwörtlich vom anderen Ende der Welt. What would you say is the most Australian thing about you guys? Nothing. Like the pies. I'm really big pie fan. About us, the pies. Yeah. I feel like we're really bad Aussies. We're not very stereotypical. I'd say we're like we come from very
city regional. But sorry, not regional, but like city areas. I think Australians aren't so. Oh, here, get this. This is the local bike Yeah, lane. this is local. That's just awesome. When I think Australian culture, that's what I think of. Jet skis, boats, Rams, massive, big cars, oh, massive big utes. cars probably a part of it, but also being like quite nice and Yeah, friendly. yeah. It's not bad necessarily. Yeah, people are friendly. We've had so many people on the road who have, given us cups of tea or food when our gas has run out, and Yeah, I think if people are being like friendly, it's genuine. Yeah. Which is nice. Like there's not really fake niceness, I feel. So erleben auch wir die Australier. Hilfsbereit, offen und lustig. Wir haben das Gefühl, ihnen allen ist wichtig, dass uns ihr Land gefällt und wir uns willkommen fühlen. Weiter geht es Richtung Westen. Und ständig müssen wir abwägen. Bleiben wir an einem Ort länger oder wollen wir gerne an anderen Plätzen mehr Zeit verbringen? Schwierig. Ist irgendwie doch anstrengend, die ganze Zeit rumfahren, obwohl man nur rumsitzt. Und ja, trotzdem viele Eindrücke natürlich die ganze Zeit. Ne? Hast du auch manchmal das Gefühl, irgendwie man will gleichzeitig ja auch nichts verpassen, oder? Also man ist ja eh schon mit dem Auto unterwegs. Es fühlt sich an wie so eine einmalige Gelegenheit, weil man ist schon in Australien und irgendwie hat man so den Druck, alles mitzunehmen, aber alles geht auch irgendwie nicht. Ist ja auch voll okay. Aber gerade beim Autofahren ist man da immer versucht, dann hier nochmal einen Schlenker zu machen, da nochmal rein, so. Ich glaube, man muss eher weniger Schlenker machen, aber dafür dann ein bisschen länger und intensiver sich die Sachen angucken. Wir machen Rast in Ceduna. Es ist die letzte Stadt, bevor wir 1200 Kilometer durch die Wüste fahren. Wollen wir mal gucken, was wir noch haben an Essen? Ja, so gute Idee. 3-mal Nudeln, 3 Dosen Tomaten. Nächste Kiste. Ich würde sagen, auf jeden Fall können wir uns nicht verfahren. Eigentlich fahren wir die ganze Zeit den Highway lang. Viele 100 Kilometer. Es gibt zwar einige Tankstellen auf dem Weg, aber da kostet uns das Essen deutlich mehr, als wenn wir selbst kochen. Deshalb decken wir uns mit vielen frischen Lebensmitteln ein. So, wir brauchen noch Currypaste und Dosentomaten. Okay. Die Sachen sind hier ungefähr so teuer wie in Deutschland. Our food for the Nullarbor Plain. They will take the fresh produce at the border if you don't eat it, if you haven't eaten it. If it's cooked, it's okay. $133.10. I'll pay by card, please. There we go. Yeah, I'll take your bananas, all that fresh. Okay, was haben wir gemacht? Haben wir jetzt viel zu viel gekauft? Kann sein, weiß ich nicht. Wir müssen halt alles aufessen. Ganz ehrlich, lieber fahre ich mit zu vielen Vorräten in die Wüste, als zu wenig dabei zu haben. Dieser Streckenabschnitt gilt als einer der gefährlichsten in Australien. Die Straße ist so schnurgerade, dass man leicht unachtsam wird. Und Hilfe ist im Falle eines Falles ziemlich weit entfernt. Deshalb machen wir häufiger Pausen, auch um uns am Steuer abzuwechseln. In der ARD-Mediathek könnt ihr sehen, wie unser Abenteuer weitergeht. Eike erfüllt sich einen Kindheitstraum. Do you ever hit something? I've hit many things.
Wir besuchen einige der schönsten Strände der Welt. Und merken, dass man in Australien auch ziemlich schnell in Schwierigkeiten kommen kann. Wie sauer bist du gerade? Schon ganz schön. Das ist aber ganz schön steil. Alles gut? Folgt dem Link und seht jetzt die gesamte Doku in der ARD Mediathek.